Abend haben wir in Funchal abgelegt. Am heutigen Seetag auf dem Weg nach Teneriffa wollen wir das erste Mal die Rutschen ausprobieren. Wenn man die Rutschen von außen sieht, dann kann man das Wasser fließen sehen. Aber wenn man rutscht, dann hat man gar keine Zeit dafür und kann die Landschaft gar nicht sehen. Die Rutschen spiegeln sich auch wunderschön in den Fenstern von der AIDA. Ah, der Weg zur Rutsche. Wir lieben natürlich auch das Abenteuer und werden jetzt die Rutschen ausprobieren auf der AIDA. Mann, ist das weit hoch. Jetzt rutschen wir zusammen. Auf geht's, ist los! Fast die gleiche Zeit. 12,4 und 12,6. Der Rekord in 7 Sekunden, ist das schon der Hammer. Jetzt geht's zum Racer. Ich hoffe, der ist nicht zu schnell. Da ist die Doppelrutsche. Und ich bin jetzt hier beim Racer. Dann wollen wir doch mal loslegen. Da ist er! Nach dem Rutsch- und Saunatag geht es zum Kaffeeklatsch mit Tom. Die Gespräche mit Tom sind immer ganz spannend. Er hat immer ganz tolle Gäste dabei und es macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Dann geht es kurz auf die Kabine. Von unserem Balkon aus kann man den Außensaunabereich ganz toll einsehen. It's Coffee Time. Beim Kaffeeklatsch mit Tom gibt's Kaffee und Kuchen. Das ist neu. Ja, das dir schmecken. Lecker Kuchen! Heute am Seetag habe ich den Saunabereich erkundet und wie ihr sehen könnt, das ist hier unten der Außenbereich, gehört alles zum Saunabereich, wo ich heute im Vormittag mich ausgeruht habe und auch mal Saunagänge gemacht habe. Die Sauna kann man auf jeden Fall empfehlen. Sehr schön, sehr groß und es hat mir richtig Spaß gemacht in der Sauna. Und dann geht es auch schon zum Abendessen. Diesmal ins East-Restaurant asiatisch essen. Wir haben etwas Pech mit der Platzauswahl. Hier gibt es auch jede Menge Buffet. Auf der anderen Seite geht es noch weiter. Hier gibt es die Wokgerichte. Und da sind wir wieder. Bitte freundlich. Heute gibt's Japanisch. Mal was ganz Besonderes. Süße Sushi. Für die Uschi. Wir haben hier den schlechtesten Platz ever hier an der Tür. Hallo. 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 Rums, die Tür ist zu. Das war kein guter Platz, aber am nächsten Tag hatten sie es repariert. Das Essen hat mich persönlich nicht so überzeugt, obwohl ich gern asiatisch esse. Am Abend besuchen wir dann noch Wer wird Millionär. Das war sehr unterhaltsam und kurzweilig. Da kann man auch mit dem Handy mitmachen. Guten Abend! Moin! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer wird Millionär auf AIDA live hier aus dem Studio X. Mein Name ist Danny Bedürftig, Freunde nennen mich gerne Günter Lauch und ich führe Sie heute durch diese Sendung, die Sie natürlich alle kennen, von meinem Fernsehen seit über 20 Jahren. Ein bisschen was ist hier allerdings anders. Wir spielen heute Abend nämlich nicht um Geld, wer hätte das gedacht, tatsächlich aber doch um fantastische Preise. Darunter auch unser Hauptpreis. Für die Million Punkte gibt es eine AIDA-Kreuzfahrt im Wert von 5.000 €. Sie Tokyo Hotel oder den Kraftclub. Ja, die Strategie werde ich beibehalten, also wir nehmen 10.
zum Hotel. Hat auch bei der Einstiegsfrage recht gut funktioniert, das war ABCD. Hier in Santa Cruz de Tenerife liegt man nicht so schön. Man blickt hier nur auf die Häuserzeile. Es ist laut von der Straße, kein schöner Liegeplatz. Der erste Blick ist sehr enttäuschend, aber dahinter befindet sich eine schöne Stadt. Wer sich für keinen Ausflug entscheidet und selbst von Bord möchte, der findet in Santa Cruz genügend Interessantes für einen tollen Tag. Leider durften wir nicht alleine von Bord. Da die Raffinerie stillgelegt ist, die Luft hier auch besser geworden. Teneriffa ist eine sehr abwechslungsreiche Insel. Ich habe sie schon komplett abgefahren. Bei den Ausflügen hat man wirklich die Qual der Wahl. Wer den Strand liebt, der hat gleich in der Nähe einen tollen Strand mit weißem Sand. Da muss man nicht in die Badeorte bei der Playa de las Americas fahren. Man kann auch mit dem Jeep durch tolle Wälder fahren. Im Norden von Puerto de la Cruz, nicht verwechseln mit dem Hafen von Santa Cruz, da gibt es zwar keine schönen Strände, aber doch tolle Meeresschwimmbecken. Und vor allem den Loro Park, ein wirklich lohnendes Ziel. Oder Fronleichnam, das Blumenfest in La Orotava. Es gibt so viele interessante Ecken, das kann man alles gar nicht aufzählen. Der Tede mit seinen 3715 Metern ist fast überall präsent. Unsere Bootstour wurde abgesagt, da haben wir uns für einen Ausflug zum Tede entschieden. Jetzt sind wir mit der AIDA unterwegs und fahren mit dem TUI-Bus. Das ist ja fast Stilbruch. Durch den Kalima ist es doch sehr diesig. Auf dem Weg zum Tede wird es immer windiger. Wir sind hier schon im Nationalpark. Das Wetter ist sehr trüb und windig. Schnell ist man auf einem Plateau von 2000 Metern. Auf den Ausflug lernt man eine Menge über Vulkanologie. Dann weiter gibt es immer einen Moment, wo die Lava so sehr flüssig ist, das kann nicht mehr weiter fließen, sondern bildet riesige Lavablocken an dem Mund des Vulkans. Und dann die Blocken rollen herunter. Auf halber Höhe gibt es Kaffee und Kuchen. Man sieht, wie der Wind hier weht. Frisch hier oben. Unten 20 Grad und hier oben ist es ziemlich kalt. Marina beim Coffee Break und im Hintergrund sieht man den Tede. Kaum ist eine Pause, nutzt das Marina schon wieder zum Shoppen. Eben noch an der Küste und jetzt auf über 2000 Meter. Die Seilbahn ist aufgrund des Windes leider außer Betrieb, da kommt man nicht hoch. Im Hintergrund sieht man die Talstation der Bergbahn, die dann so auf den Gipfel führt. Wenn man bedenkt, dass die Talstation der Seilbahn bereits auf 2300 Meter liegt, da ist bei vielen Skigebieten in den Alpen bereits Schluss. Es geht auf 3555 Meter mit der Seilbahn hoch, den Rest muss man dann oben laufen. Da muss man sich Zeit lassen, denn die Luft ist hier sehr dünn. Das geht nicht mal eben. Wichtig ist, wenn man bei 30 Grad unten losfährt am Strand, dass man sich warme Kleidung mitnimmt, denn hier oben ist es richtig kalt. Man sieht, es liegt hier auch noch Schnee. Es gibt hier auch ein Hotel, das ist sehr beliebt bei Radfahrern. Auch kann man hier im Sommer mit dem Gleitschirm ins Tal gleiten. Aktuell ist die Seilbahn gesperrt, da wir zu viel Wind haben. Zurück vom Ausflug. Hier auf Teneriffa. Und hier haben wir jetzt wirklich einen langen Gang bis zum Schiff. Ei, langsam nervt mich die Maske. Kaum sind wir vom Ausflug zurück, ist auch schon wieder Zeit zum Essen gehen. Die Auswahl der Restaurants ist hier sehr groß. Wir entscheiden uns für das French Kiss. Das ist direkt neben den Rettungsbooten. Heute ist der Tisch bei French Kiss. Maria steht schon in der Schlange zur Anmeldung. Die Separés sind jetzt auch besetzt durch die Neuankömmlinge. Hier in Teneriffa sind ja wieder neu an Bord gegangen. Wir sind hier im French Kiss und direkt draußen steht auch schon die S-Bahn. Oder ist die U-Bahn, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Hauptmahlzeit im French Kiss. Rinderfilet mit irgendwas Schwarzem oben drauf. Und zweimal Ente, sieht auch lecker aus.
Das Mousse. Rotkohl. Jetzt habe ich hier bestellt Creme Brûlée Variationen. Für mich ist das ein Käsekuchen mit Himbeeren. Also mit Creme Brûlée hat das null zu tun. Im French Kiss war es sehr lecker. Nur der Nachtisch, der war ein Witz. Am Heck warten wir dann noch auf das Auslaufen. Unser nächstes Ziel ist nur ein Katzensprung weit weg. Das dauert nur 2 Stunden. Wie immer auf unseren Reisen lernen wir auch viele nette Leute kennen. Gleich laufen wir hier in Santa Cruz wieder aus. Hier in Teneriffa sind jetzt jede Menge neue Leute an Bord gekommen. Die ruhige Zeit ist jetzt vorbei. Das ist jetzt hier rappelvoll. Hallo, wir haben uns ja hier auf dem Schiff kennengelernt. Wie gefällt dir denn dein Urlaub? Spitze. Ja? Na, dann wollen wir doch jetzt die Ausfahrt noch genießen, oder? Aber sicher. Schön. Immer doch. Da hat die AIDA gelegen. Einen Sporthafen gibt es ja auch. Schön ausgeleuchtete Stadt. Das war Teneriffa. Ihr seid schon fleißig geübt für die nächste Show. Die letzte Pina Colada für den Abend und morgen sehen wir uns dann in Fuerteventura. Da gehen wir an den Strand.